Okay, legen wir los? Ja. Heute war irgendwas, oder? Welches Datum war heute nochmal? It's not May the 5th, and it's not May the 3rd. It's May the 4th. Leute, heute ist internationaler Star Wars Day und deswegen schauen wir uns heute den Orden der Jedi an. Und zwar gemeinsam mit einem Religionswissenschaftler und mit einem echten Jedi. Denn die sind mittlerweile nicht mehr nur in Star Wars zu Hause, sondern auch hier bei uns in der realen Welt. Tag zusammen, Jack Pop hier. Wenn Menschen in Großbritannien, in Australien oder auch in Neuseeland nach ihrer Religionszugehörigkeit gefragt werden, dann geben dort mittlerweile Zehntausende Menschen an, Jedi zu sein. Und auch bei uns hier im deutschsprachigen Raum steigt die Anzahl der Anhänger kontinuierlich. Und ich habe mich dabei immer gefragt, sind das jetzt einfach nur Hardcore-Star Wars-Fans, die versuchen, den Film in ihren Alltag zu holen? Oder sind es wirklich spirituelle Menschen, die ein echtes Glaubensleben führen wollen? Um das herauszufinden, bin ich heute hier auf der Burg Hessenstein, denn diese Burg, die wird zu bestimmten Zeiten im Jahr zu einem richtigen Jedi-Tempel, weil die hier zusammenkommen. Hier treffe ich heute Max, der ist Jedi-Meister und Gründer des Order of Jedi in Deutschland. Und außerdem Dr. Christian Feichtinger, der ist Religionswissenschaftler an der Uni Graz und dazu noch ein richtiger Star Wars-Experte. Mit den beiden checke ich, was die Jedi aus Star Wars mit großen Religionen gemeinsam haben, was dieses Jeditum im Alltag eigentlich bedeutet und wie es gelebt wird und wie ihr selbst Jedi werden könnt. Yes! Für so einen Deep Dive brauchen wir natürlich erstmal einen Überblick, denn in Star Wars erstreckt sich die Geschichte der Jedi ja über Tausende von Jahren. Dafür haben wir uns Jakob vom Kanal Star Wars Stories ins Boot geholt, denn im deutschsprachigen Raum kennt sich niemand so gut aus wie er. Jakob, erklär uns doch bitte erstmal, wie die Jedi eigentlich entstanden sind. Hey Jack, der Orden der Jedi entstand zeitlich ca. 25.000 Jahre vor Episode 1. Damals kam es zu einem Konflikt zwischen den Anhängern der hellen und der dunklen Seite der Macht. Die Anhänger der hellen Seite konnten sich durchsetzen und gründeten daraufhin den Jedi-Orden. Als sich dann kurze Zeit später die Galaktische Republik gründete, schlossen sich die Jedi dieser an und dienten seit jeher als Friedenshüter in der Galaxis. Lange Zeit danach spalteten sich jedoch dunkle Jedi vom Orden ab und vermischten ihr Blut mit dem der Zivilisation der Sith, eine uralte Spezies vom Planeten Korriban. Über Jahrtausende versuchten die Sith dann die Kontrolle über die Galaxis zu erlangen, meist mit mehr Rückschlägen als Erfolgen. Erst im Zuge der Order 66, also in Episode 3, sollte es ihnen dann gelingen, die Republik und die Jedi zu vernichten. Bis Luke Skywalker dann nach Episode 6 einen neuen Jedi-Orden schuf, welcher sich dann ebenfalls in den Dienst der neuen Republik stellte. Die Jedi haben also schon immer der Republik gedient und dabei auch ganz schön eingesteckt. Um zu verstehen, wie die Jedi denken, stellt sich mir da erstmal die Frage, wenn die wirklich so mächtig sind, warum haben die dann nicht die ganze Zeit allein geherrscht? Naja, Jack, die Jedi handeln eben nach einem strengen Kodex, der ihnen helfen soll, im Einklang mit der Macht zu leben. Der variiert leicht zwischen dem offiziellen Kanon und den ergänzenden Legends-Inhalten. Wenn man das aber zusammen betrachtet, dann schreibt der Kodex vor, dass die Jedi die Friedenswächter der Galaxis sind und ihre Macht nur zur Verteidigung und zum Schutz anderer verwenden dürfen. Dazu gehört auch, dass sie ein Leben ohne privaten Besitz und in Partnerlosigkeit führen und ihre Stärken aus den 3 Säulen Disziplin, Wissen und Macht ziehen. Danke, Jakob. Die Jedi haben also ein ganz klares Selbstverständnis. Wie viel das jetzt allerdings mit echter Religion zu tun hat, das finden wir raus. Und zwar gemeinsam mit einem Experten von der Uni Graz, der sich in beiden Bereichen auskennt, nämlich sowohl in der Religion als auch mit Star Wars. Christian, freue mich, dass du da bist. Hallo Jack, freut mich hier zu sein. Christian, du bist Religionswissenschaftler und diese Kombination von den Jedi aus Kodex, Enthaltsamkeit, aber auch so Beschützertum, das klingt für mich jetzt erstmal wie so eine Mischung aus Ritter trifft Mönch. Hat sich George Lucas das dort abgeschaut? Ja, auf jeden Fall. Also zuerst denke ich mal an die Samurai, die zumindest in der Idealvorstellung dieses Image des ehrenvollen Kriegers haben, die in ihrer Spiritualität und in ihrem Ethos vom japanischen Zen-Buddhismus geprägt sind. Und wenn man sich die Jedi-Roben anschaut, dann erkennt man auch auf den ersten Blick die Inspiration durch japanische Samurai-Filme. Und was für einen Jedi natürlich unverzichtbar ist, ist das Lichtschwert. Und auch hier gibt es klare Parallelen zum Katana-Schwert der Samurai, das für diese ein Kultgegenstand war und auch als Seele der Samurai bezeichnet wurde. Und wir sehen auch
auf den ersten Blick einige Parallelen zwischen den heiligen Städten. Wir haben etwa den Jedi-Tempel, wo es klare Bezüge zu japanischen Heiligtümern aus dem Shintoismus oder auch chinesischen heiligen Städten gibt. Auch Elemente des Kirchenbaus sind da zu finden. Und wir sehen auch die Ähnlichkeit des Rebellenstützpunkts mit Pyramiden. Okay, das heißt so von den Äußerlichkeiten funktioniert das schon mal gut, Robe, Waffen, heilige Stätten. Wie sieht es denn mit den inneren Sachen aus, mit der Philosophie der Jedi? Wo kommt die her? Ja, auch da hat sich George Lucas ganz stark bei asiatischen Traditionen bedient. Und das merkt man schon beim Konzept der Macht, die große Ähnlichkeiten aufweist mit der Idee des Qi aus dem chinesischen Daoismus, eine Art Lebenskraft, Lebensenergie, die alles umfasst. Und aus dem Daoismus stammt auch das bekannte Yin-Yang-Symbol, also diese Gegensätzlichkeit, das Weiße und das Schwarze, die aber nicht komplett getrennt sind, sondern das eine enthält immer den Keim des anderen. Und so ist es auch mit der hellen und der dunklen Seite der Macht. Und ganz interessant, diese sehr, sehr enge Verbindung von Spiritualität und Meditation einerseits und Kampfbereitschaft andererseits, die finden wir auch im Buddhismus bei den Shaolin-Mönchen. Die haben eben in ihrer spirituellen Praxis einerseits Bewegungsmeditation und geistige Übungen verbunden mit eben körperlichem Training und dem Erlernen von Kampfkünsten, um sich selbst, um ihren Orden und auch ihre Heimat verteidigen zu können. Jetzt haben wir sehr viel über asiatische Religionen gesprochen, aber George Lucas, der ist ja in einer christlichen Methodistenkirche aufgewachsen, also einer speziellen Form der evangelischen Kirche. Und da wird es ja sicherlich auch Einflüsse gegeben haben, oder Christian? Auf jeden Fall. Wir sind hier in einer Burg und wenn man in die christliche Geschichte zurückblickt, sehen wir hier auch eine Verbindung von Spiritualität und Kampfkraft, nämlich bei den Tempelrittern. Aber viel offensichtlicher ist natürlich der bekannte Jedi-Gruß, May the Force be with you, möge die Macht mit dir sein, was sich direkt ableitet von dem christlichen Segensspruch, möge Gott mit dir sein. Und im Christentum haben wir, wie auch bei den Jedi, Lebensprinzipien, eine Art Regelwerk, an dem man sein Leben ausrichten soll. Allerdings, und das ist ein wichtiger Unterschied, im Christentum werden diese Prinzipien von Gott, von einem persönlichen Gott gegeben oder vorgegeben. Im Jeditum, bei den Jedi, haben wir keine Vorstellung von einem Gott. Deswegen ist es auch so, dass die 10 Gebote letztlich viel genauer und direktiver sind, während der Jedi-Kodex viel mehr Interpretationsspielraum zulässt. Ja, das stimmt. Ne? Bei den 10 Geboten, da heißt es sehr zielgerichtet, du sollst nicht töten. Und in dem Jedi-Kodex steht nur, es gibt keinen Tod, es gibt nur die Macht. Genau, solche Regelwerke und auch Gruß- und Segensformeln haben wir natürlich auch in allen anderen Religionen. Aber wenn man sich so Themen anschaut wie Versuchung, Schuld, Reue, Vergebung, Erlösung, da merkt man ganz klar auch den christlichen Einfluss auf Star Wars. Und natürlich auch bei moralischen Idealen wie Selbstlosigkeit, Bescheidenheit oder Gerechtigkeit. Aber auch das finden wir natürlich ähnlich, auch in verschiedenen Religionen, weil letztlich die Religionen und auch Star Wars letztlich vor diesen Versuchungen warnen, die für den Menschen gefährlich sind. Also Egoismus, Neid, Zorn, Machtmissbrauch oder Gier. Ja, also genau den Dingen, denen Anakin Skywalker ja dann verfällt und ihn vom Jedi zum Sith Lord werden lassen. It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! Wo wir gerade bei Anakin Skywalker sind, auch hier sehen wir ein ganz, ganz wichtiges religiöses Motiv, nämlich die Hoffnung auf einen Messias. Denn auch die Jedi haben eine Prophezeiung, dass irgendwann ein Erlöser kommen wird, der das Gleichgewicht der Macht wiederherstellen wird. Und in Star Wars ist das eben Anakin Skywalker oder Darth Vader, während im Christentum die Erlöserfigur natürlich Jesus Christus ist. Ja, okay, das ist schon ein ziemlich heftiger Vergleich. So, Darth Vader ist gleich Jesus Christus. Wenn man sich jetzt so das Leben von Jesus anguckt, dann würde ich aber sagen, dass er in der Bibel ja schon deutlich netter und irgendwie besser wegkommt als jetzt Darth Vader in den Filmen. Darth Vader war wirklich kein Heiliger und im Unterschied zu Jesus hat er der Versuchung durch das Böse gerade nicht widerstanden. Aber sowohl am Anfang als auch am Ende ihres Lebens gibt es dann doch klare Parallelen. Beide werden jungfräulich empfangen, was auch auf ihren Sonderstatus hinweist.
Und am Ende vollbringen beide ihr Erlösungswerk dadurch, dass sie sich selbst opfern. Jesus für die Menschheit und Anakin für seinen Sohn Luke. I won't leave you. Christian, bei Jesus ist es ja so, der stirbt, dann kommt die Auferstehung, dann fährt er auf in den Himmel. Und auch alle anderen Christinnen und Christen haben ja eine sehr klare Vorstellung vom Himmel und auch von der Hölle. Das haben wir bei den Jedi jetzt nicht. Wie läuft es bei denen? Ja, da kommen wir wieder mehr zu den asiatischen Einflüssen bei George Lucas. Die Jedi werden nach dem Tod verbrannt und kehren in die Macht zurück oder gehen in der Macht auf, aber lernen dann später in der Macht ihre Individualität beizubehalten und als Geistwesen weiter zu existieren und auch als Geistwesen in der Welt weiterzuwirken. Das ist vergleichbar mit den Bodhisattvas, mit den Erleuchtungswesen in einer bestimmten Form des Buddhismus. Und wir haben Ähnliches auch im japanischen Shintoismus. Da finden wir die Kami, Gottheiten oder Geistwesen, die auf die Menschen Einfluss nehmen können und die auch als Botschafter des Überirdischen fungieren. Und ähnlich agieren auch die Jedi als Geistwesen in Star Wars, nehmen Einfluss auf die Lebenden, zum Beispiel zuletzt bei Rey im letzten Star Wars-Film. Whoever lived lives in you. The Force surrounds you, Rey. Let it guide you. Okay, fassen wir zusammen. George Lucas ist in der christlichen Methodistenkirche aufgewachsen und diesen christlichen Einfluss, den sehen wir da ganz deutlich in den Star Wars-Filmen. Mindestens genauso wichtig ist aber auch die asiatische Spiritualität, bestimmte Formen davon, zum Beispiel Buddhismus, Shintoismus und Daoismus. Genau, und eine Sache fehlt da noch, die kaum bekannt ist. In den 1970er Jahren gibt es einen Mann namens Carlos Castaneda, der eine ganze Reihe Bücher schreibt, und der Held seiner Bücher ist ein gewisser Don Juan Matus, ein alter Weiser, der seine Energie aus der geheimnisvollen Kraft bezieht und der dann dort den Protagonisten in die Geheimnisse der Kraft einweiht. Das Ganze stammt aus der damaligen Esoterik, aus der New Age-Literatur, und hier nimmt Lucas ziemlich starke Anleihen, sowohl in seinem Verständnis der Macht, als auch vor allem in seiner Gestaltung der Figur des Yoda, der eben diesem Don Juan Matus nachempfunden ist. Yes! Das ist ja total irre. Also es ist ein ganz wilder Mix von ja, ganz vielen religiösen Motiven und Strömungen. Ist das beabsichtigt, dass George Lucas das irgendwie alles zusammengehauen hat? Ja, wobei es ihm nicht darum ging, das ist einfach irgendwie wild zu mischen, sondern seine eigentliche Motivation war oder stammt aus der Überzeugung, dass nach seiner Ansicht nach alle Religionen irgendwie einen gemeinsamen Kern haben, eine gemeinsame Grundspiritualität, die sie miteinander verbindet. Und deswegen war es für ihn auch kein Problem, diese verschiedenen Religionen zu mischen. Und worum es ihm eigentlich ging, ist darauf hinzuweisen, dass es eben etwas Höheres gibt, ein Mehr gibt im Leben und dass es für den Menschen nicht egal ist, dass es dieses Mehr und dieses Höhere gibt, sondern dass er sich mit dem befassen muss. Und das sieht man gerade bei den Jedi, die leben in einer hochtechnologischen Welt, die sind verstrickt in große politische und gesellschaftliche Konflikte. Aber ihr Schicksal hängt im Letzten davon ab, wie sehr es ihnen gelingt, mit diesem Höheren in Verbindung zu bleiben. Und das war die zentrale Message von George Lucas. Und eine super schöne. Wie geht's euch denn? Habt ihr noch andere Szenen, Motive oder vielleicht auch Gegenstände entdeckt, die ihr aus den Star Wars-Filmen in Verbindung mit echten Religionen bringt? Das Universum ist ja mittlerweile richtig, richtig groß. Also wenn ihr da was gefunden habt, dann lasst doch mal gerne einen Kommentar dazu da. Die Jedi sind also ganz offensichtlich von mehreren Religionen beeinflusst, und diese Mischung, die ja eigentlich fiktional ist offenbar für so viele Menschen inspirierend, dass sie angeben, nach dem Jediismus zu leben. Also bei Volkszählungen oder Umfragen tatsächlich angeben, dass das ihre Religion ist. Okay, da weiß man natürlich nicht, wie viele davon jetzt echte Gläubige sind und wie viele einfach nur aus Protest das hinschreiben. Also im Detail lässt sich das aus den Zensuszahlen nicht ablesen. Und offiziell anerkannt ist die Religion der Jedi auch noch in keinem Land. Bei uns in Deutschland ist das sowieso ein bisschen anders, denn hier gibt es vor allen Dingen das Jeditum, bei dem die Menschen nicht unbedingt an die Macht glauben müssen, sondern vielmehr nach den Regeln und dem Selbstverständnis der Jedi leben. Es gibt hier mehrere Orden, in denen man sich tatsächlich zum Jedi-Ritter ausbilden lassen kann. Und wie genau das aussieht, das wird mir gleich ein echter Jedi erklären. Aber vorher will ich noch mal von Jakob, unserem Star Wars-Experten, wissen, wie sieht denn diese Jedi-Ausbildung jetzt genau in den Filmen aus? Normalerweise werden die Jünglinge bzw. Jedi-Anwärter bereits im Alter von 6 Jahren oder jünger auserwählt und in den Lehren der Macht sowie des Schwertkampfes unterwiesen.
Das heißt, sie lernen ein Gefühl dafür zu bekommen, die Macht zu beeinflussen, sowie die Grundlagen des Lichtschwertkampfes. Ab dem 13. Lebensjahr beginnen sie dann ihre Ausbildung als Padawan, indem sie einen schon fertig ausgebildeten Jedi-Ritter begleiten und von diesen unterrichtet werden. Zudem erhalten die Padawane während ihrer Ausbildung ihr eigenes Lichtschwert. Am Ende muss jeder Padawan eine Prüfung bestehen, um dann zum Jedi-Ritter ernannt zu werden. Doch auch die Jedi-Ritter können noch einen weiteren, höheren Rang erreichen, und zwar den des Jedi-Meisters. Dazu muss der Ritter von einem Mitglied des Hohen Rats vorgeschlagen werden und noch eine weitere Prüfung bestehen. Und alle, die dann immer noch nicht genug haben, streben einen Platz im Hohen Rat an. Dort sitzen die 12 weisesten und mächtigsten Jedi-Meister und treffen so ziemlich alle wichtigen Entscheidungen, die im Jedi-Orden anfallen. Jakob, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Und neben mir steht jetzt jemand, der schon oben im Rat sitzt. Wahrscheinlich Deutschlands mächtigster und weisester Jedi-Meister, Quiran Demera. Hi. Hi. Das ist natürlich nicht dein echter Name. Wie heißt du bürgerlich? Ja, ein bisschen länger. Das ist Maximilian Michel Gabriel, Freiherr von Lütgendorf-Leidenburg. Das ist so geil, ich liebe das. Da ist der echte Name komplizierter als der Jedi-Name. Ja. Max, schön, dass du da bist, schön, dass wir hier sind. Du darfst jetzt nämlich gleich das Geheimnis lüften, warum wir ausgerechnet auf Burg Hessenstein sind. Ja, das war 2005. Da wurde der Orden aus einem Fanclub heraus gegründet. Und seither sind wir regelmäßig hier, um die Jahrestreffen abzuhalten. Ja, und hier werden ja auch eure Auszubildenden zu Jedi-Rittern geschlagen. Wir haben dank Jakob gesehen, in den Filmen ist das ein sehr langer und harter Weg hin zum Jedi und dann vielleicht auch mal zum Jedi-Meister später. Wie ist das bei euch? Was muss ich denn jetzt genau machen, um bei euch zum Jedi ausgebildet zu werden? Wir haben uns tatsächlich darüber Gedanken gemacht, weil wir sind ja tatsächlich an der echten Welt orientiert. Wir haben jetzt nicht die Vorstellung, dass wir mit unseren Gedanken Stühle rücken können, sondern was braucht ein Jedi in der echten Welt? Also Allgemeinbildung ist unabdingbar. Denn wer weiß, der kann nicht veräppelt werden. Dann Diplomatie im Umgang mit anderen Menschen ist auch sehr wichtig, ganz wichtig sogar. Erweiterung des Geistes ebenso, einfach um zu verstehen, wie zum Beispiel tickt der andere neben mir und warum eigentlich. Selbstreflexion, das bessere Ergebnis dessen zu sein, was man am Tag vorher war. Körperliche Ertüchtigung, klar, gut für die Gesundheit. Und Kreativität ist jetzt nicht nur Kunst und Malen, obwohl auch bei uns, sondern auch kreatives Denken. Wie löse ich ein Problem, wie gehe ich an eine Sache ran? Ist das dann auch wie in den Filmen, dass man dann quasi einen Meister zugeteilt bekommt oder eine Meisterin? Ja, das haben wir tatsächlich von den Filmen übernommen. Und ganz wichtig zu sagen ist aber, ist auch ähnlich wie in den Filmen, dass es nicht wirklich eine autokratische Beziehung ist, dass der Meister also sagt, du tust und er macht, sondern man lernt tatsächlich auch voneinander. Okay, wenn wir da jetzt sehr gut ausgebildet sind, Spaß dabei haben und irgendwie als Gruppe da zusammenkommen, wie wird man dann zum Jedi-Ritter geschlagen? Also da gibt es wahrscheinlich ein Ritual. Wie funktioniert das? Also es gibt tatsächlich eine Zeremonie. Allerdings muss man eben vorher auch tatsächlich bereit dazu sein, denn Jedi-Ritter ist jetzt nicht nur, ich kann mit dem Lichtschwert fuchteln und sehe toll aus in einer Robe, sondern es ist tatsächlich ein geistiger Reifungsprozess, ein menschlicher geistiger. Ist bei Menschen unterschiedlich, wie lange es dauert. Also da gibt es auch keine festgelegte Ausbildungsdauer, sondern einer kann es in 3 Jahren schaffen, der andere in 10. Völlig egal, jeder hat sein Tempo. Und dann wirst du tatsächlich hier auf der Burg oder wo wir uns gerade treffen, vom Jedi-Rat zum Ritter geschlagen. Das ist ein sehr persönlicher Moment, denn wenn ein Meister und ein Padawan ein Gespann werden, gibt man sich ein gegenseitiges Versprechen. Das ist ein persönliches Versprechen, was man dem anderen eben zu helfen gedenkt und wie man ihm beizustehen gedenkt. Und darum ist das eine Zeremonie, die immer sehr, sagen wir mal, tief an die Herzen geht, auch von denen, die drumherum sitzen. Okay, also können wir hier festhalten, auch bei euch ist das eine sehr intensive, jahrelange Ausbildung. Also schon super ähnlich, wie es auch in den Filmen dargestellt ist. Und apropos Jedi-Meister, bald kommt ja die neue Kenobi-Serie. Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch schon drauf? Und was denkt ihr, was wir da über Obi-Wan erfahren werden? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Max, ich habe jetzt mitgekriegt, dass euch das sehr viel bedeutet, dass ihr sehr viel Zeit und Kraft investiert in so eine persönliche Weiterentwicklung und da auch emotionale Erlebnisse habt. Wie weit spielt denn jetzt wirklich so Religion eine Rolle für euch? Also der Glaube an etwas Höheres? Also es gibt ja den Jediismus und es gibt das Jeditum. Das sind ja 2 verschiedene Dinge. Ich habe ganz bewusst mein Augenmerk auf das Jeditum gelegt, einfach weil das die philosophische Komponente ist bei der ganzen Sache. Und gerade, ich sage es jetzt für den europäischen Raum, also für unsere kulturellen Breitengrade, ist es ja so, dass die Religionen einen gewissen Exklusivanspruch haben. Will sagen, wenn du Christ bist, kannst du nicht gleichzeitig Jude sein und nicht gleichzeitig Muslim und so weiter, sondern du musst dich schon für eins entscheiden. Bei uns ist es so, du kannst in den Orden eintreten und diese Philosophie leben, auch wenn du Jude, Christ oder Muslim bist oder was auch immer. Ja, das ist völlig egal.
was den Glauben an die Macht angeht, es gibt ja dieses schöne Zitat von Obi-Wan Kenobi aus Episode 4. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Und das ist schon Tatsache jetzt. Nicht nur auf dem glaubenstechnischen Bereich von Dingen, die man nicht versteht, sondern eben tatsächlich auch in der Quantenphysik ist es ja so, dass alles miteinander verbunden ist. Und in der Schule hat man auch schon gesagt bekommen, das Universum verliert nichts an Energie. Also es ist alles irgendwo in einem Netz miteinander verbunden. Das können wir nicht sehen, das können wir auch noch längst nicht erklären. Also das ist schon vorhanden, auch diese Suche nach einer Antwort und nach Wissen in diese Richtung. Ja, aber philosophisch eben. Und ihr gebt euch ja auch nach außen hin sehr deutlich zu erkennen als Jedi, identifiziert euch damit. Wie ist denn da die Grenze zum Cosplay, wenn man jetzt mal so ein bisschen provokant fragen möchte? Also ich muss ehrlich sagen, ich will mich gar nicht zu 1000% vom Cosplay abgrenzen, einfach weil wir daraus entstanden sind. Ohne das Cosplay hätte ich die Idee ja zu dem Orden nie gehabt. Und dazu kommt, wir tragen diese Roben. Das, was ich jetzt anhabe, ist ja kein Kostüm, sondern ist tatsächlich eine Zeremonienrobe. Das hier jetzt nicht, das ist ein bisschen lässig, laissez-faire. Aber wir tragen Roben und keine Kostüme. Und das ist eigentlich der größte Unterschied zu den Cosplays. Und ihr arbeitet ja auch mit dem Thema inhaltlich dann weiter. Du hast zum Beispiel gesagt, dass euer Kodex sich auch unterscheidet von dem Jedi-Kodex aus den Filmen. Ja, und zwar, ich finde, in einem ganz entscheidenden Punkt. Also der Filmkodex heißt ja, es gibt keine Gefühle, es gibt Frieden. Da werden sich meisten Menschen, die das Ganze lesen, werden sich denken, so ein Quatsch, von wegen, es gibt keine Gefühle. Natürlich gibt es die, weiß ja jeder. Ne? Und wenn es nur der Hunger ist, aber das ist auch ein Gefühl. Und wir haben daraus gemacht, es gibt Gefühle, darum übe Frieden. Warum haben wir das gemacht? Einfach aus dem Grund, dass Gefühle sehr stark sind. Das heißt, wenn man in einem Gespräch ist, das sehr emotional ist, kann es durchaus passieren, dass ein Gefühl einen rationalen Gedanken überfährt und dadurch das Gespräch den Berg hinuntergeht. Und wenn man aber geübt hat und gesagt hat, das Gefühl sollte mich jetzt gerade nicht überfahren, weil das Gespräch sonst platzt, dann ist das besser, als wenn man sagt, gib keine Gefühle, ich ignoriere das jetzt, weil dann Blödsinn, dann ist das Gespräch auch nicht gerettet. Sondern ich muss mir bewusst sein, es gibt ein Gefühl, wie gehe ich damit um? Wenn man da jetzt noch mal ein bisschen provokant fragt, könnte man ja auch sagen, so eine Art und Weise der deeskalierenden Gesprächsführung oder der Mitmenschlichkeit, das kriegt man ja vielleicht auch so hin, da gibt es auch andere Philosophien. Also warum braucht ihr jetzt das Jeditum dafür? Also um das ganz platt zu sagen, brauchen tut man es natürlich nicht, aber ich bin der Ansicht jetzt für mich persönlich und auch für die Leute, die bei uns im Orden sind, dass man über diesen wirklich fantasievollen, großen Gedanken die Dinge, die uns umgeben, auch vielleicht ein bisschen besser fassen kann. Weil es gibt viele Sachen, die man nicht gleich begreifen kann. Und für mich geht das Ganze sogar noch viel weiter. Ich bin ja Künstler, ich bin Sänger und lebe auch tatsächlich nach dem Gedanken des Schönen, des Guten und des Wahren. Und Star Wars an sich ist eine Fantasiegeschichte, eine sehr kreative Fantasiegeschichte. Und ich denke, das beflügelt den Geist. Und das hilft auch beim Lernen, das hilft bei allem, was wir in diesem Orden machen. Wir nehmen uns selbst auch um Gottes Willen nicht zu ernst, weil dann ist alles vorbei. Und deswegen braucht es für mich persönlich das Jeditum und eben für manche andere auch. Max, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du mir gegeben hast. Und eine Frage habe ich aber noch, die betrifft die Keuschheit. Wie sieht das da bei euch aus? Haltet ihr euch an die Filmregeln oder darf ich? Ja, natürlich darfst du. Das ist ein völliger Quatsch, habe ich ja vorhin schon gesagt, bei Gefühle und so weiter. Menschen haben Gefühle, wir leben von Gemeinschaft, wir leben auch von Liebe. Also natürlich darfst du auch Kinder haben und klar, also das ist bei uns überhaupt kein Ding. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, auch bei uns im Orden nicht, ist eine Beziehung zwischen Meister und Padawan, einfach aus dem Grund, weil das tatsächlich auch ein Verantwortungsverhältnis ist und das ist problematisch. Also das gibt es bei uns nicht. Ja, das kann ich verstehen, aber zumindest erstmal aufatmen für alle Jedi-Anwärterinnen und Anwärter, die noch kleine Lukes und Leias produzieren wollen. Das ist in Ordnung. Und wenn wir festhalten wollen, dann kann man sagen, die Ausbildung zum Jedi ist nicht nur in den Filmen kein Zuckerschlecken, auch im echten Leben muss man eine Menge Willen, Selbstbeherrschung und auch Gehirnschmalz mitbringen, um den ehrwürdigen Rang eines Jedi zu erlangen. Hey, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch selbst zum Jedi ausbilden zu lassen, dann schaut doch mal in die Infobox, da findet ihr einen Link zum Order of Jedi von Max. Da stehen dann alle Infos, die ihr dafür braucht. Max, dir vielen Dank fürs Erklären und Christian, vielen Dank für deinen wissenschaftlichen Input. Und danke natürlich auch an Jakob vom Kanal Star Wars Stories. Auch den Link zu ihm packe ich euch unten mit rein. Und wenn ihr Lust habt, mal die Burg Herzenstein zu besuchen, macht das doch, ist nämlich wirklich schön hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch einen Kommentar zu dieser Folge da lasst. Aber bitte vergesst auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und
auf die Glocke zu hauen. Dann können wir uns nämlich ganz bald wiedersehen. Ich freue mich sehr drauf. Möge die Macht mit euch sein. Große Lust auf Videos ich bei euch spüre. Hier oben ihr klicken müsst für Lord Vaders Anzug. Und hier unten den Pfad zur Jakobsseite ihr findet. Oben oder unten klicken ihr müsst.